Zweifelsohne, zumal ich ja ein recht auffälliges Gepäckstück dabei hatte. Ein Aluminiumkoffer, in dem eine recht umfangreiche Kamerasammlung sich befand. Und bei einer Vernehmung hätte mir man also alles unterstellen können. Militärspionage und Sonstiges. Also da hätten allen Vermutungen seitens der sowjetischen Offiziere Tür und Tor offen gestanden. Ich weiß, dass Sie das fertig gebracht haben, sicher auch mit Ihrem Cousin die Dresdner Schlossruine zu besichtigen. Was nicht ganz einfach war, haben Sie dort fotografiert? Ja, dort habe ich natürlich fotografiert. Das war also eine sehr glückliche Begebenheit, was ich schon vorhin sagte, Dinge zu erleben, die nicht unbedingt im Reiseführer stehen. Ja. Es war so, dass die Schlossruine, wie jeder weiß, durch diesen fürchterlichen, menschenverachtenden Angriff stehen geblieben ist als Ruine. Das ganze Schloss wurde völlig zerstört. Und es gab an sich keine Besuchsmöglichkeit, außer man hat halt von außen auf die Ruine drauf gesehen. Und mein Cousin sagte mir dann, es finden Aufbauarbeiten statt. Man plant also, nachdem es mit der Semperoper sehr weit fortgeschritten war mit dem Aufbau, auch das Schloss wieder aufzubauen. Und wir sind in die Schlossruine hineingegangen an einer Stelle, wo heute diese neue oder wieder neu entstandene Brücke zwischen der katholischen Hofkirche ist. Das klassische Schild, Baustelle betreten verboten, haben wir mal sträflicherweise übersehen oder ignoriert und standen drinnen im Innenhof. Dort waren 2 Baubuden. Es kam uns ein älterer Bauarbeiter entgegen, eine freundliche Frage, was wir denn hier suchen. Ja, wir würden uns gern mal die Ruine ansehen. Ja, und da haben wir gehört, dass es aufgebaut werden soll. Und ich stellte die völlig naive Frage, wann werden Sie denn fertig sein mit dem Aufbau? Darauf brach er ein schallendes Gelächter aus und sagte im breitesten Sächsisch, fragen Sie mich lieber, wann wir anfangen werden. Und dann hatte ich natürlich den Wunsch gehabt, in die Ruine hineinzugehen. Und da sagte er, heute ist es schlecht, kommen Sie morgen wieder. Zum verabredeten Zeitpunkt tauchte ich natürlich auf. Und dort war dann ein Polier und ein anderer Bauarbeiter. Und wir kamen ins Gespräch. Und der Polier sagte, also grundsätzlich ist es nicht möglich. Es war einfach verboten. Und so ganz nebenbei war es natürlich auch sehr gefährlich. Und der macht eine Ausnahme. Und ich fragte, ob ich mich erkenntlich zeigen dürfte und gab ihm ein paar Packungen Zigaretten, die er dankend annahm. Und er schickte mich mit seinem Kollegen los. Rief mir dann noch hinterher, halt, ich habe noch etwas für Sie. Und damit setzte er seinen Bauarbeiterhelm ab und ihn mir auf. Und dann ging ich also mit seinem Kollegen und bewaffnet mit diesem Helm und dem Fotokoffer in die Ruine hinein. Und was man da gesehen hat, das kann sich sicherlich jeder Interessierte ausmalen. Auf der einen Seite hat man mit viel Fantasie den Glanz und die Pracht aus vergangener Zeit gespürt. Und auf der anderen Seite war man eben ganz konkret mit dieser Ruine und mit der ungeheuren Zerstörungskraft der Angriffe konfrontiert. Und wir krochen teilweise durch Fensterhöhlen durch, balancierten über Eisenträger, kletterten über irgendwelche Mauerreste
und ließen fast nichts aus, was in irgendeiner Form zu besichtigen war. Können Sie uns den Koffer mal zeigen? Den Koffer kann ich Ihnen zeigen. Das ist an sich ein ganz schlichter Aluminiumkoffer. Gar nicht besonders groß. Und der beinhaltet das, was ich da mit mir herumgetragen habe. Okay. Und ist das auch der Koffer, mit dem Sie sozusagen die Zonengrenze passiert haben? Ja. Wie ist das aufgenommen worden von der Kontrolle, also vom Zoll? Mit großem Interesse. Und ich habe, wenn ich beispielsweise mit dem Auto gereist bin, habe ich den Koffer auch immer so drapiert, dass er relativ schnell aufgefallen ist. Ja. Weil er wurde ausnahmslos immer von den Grenzern, sprich von den Zollorganen geöffnet. Und dann kamen eben diese Sachen hier zum Vorschein, die an sich jeder Hobbyfotograf hat. Das ist also nichts Besonderes. Man hat natürlich auch ein entsprechendes Teleobjektiv mit Konverter, sodass man auch weiter entfernte Objekte sehr nah ranholen kann. Dann wurde natürlich bei dem Koffer schon mal nachgesehen, ob irgendwas verborgen wird. Und ich sehe dort auch noch eine Miniaturkamera, diese berühmte Minox. Ja. Ist die wirklich da drin oder ist das nur die Schachtel? Nee, die ist da wirklich drin. Und die war in der DDR? Die war fast immer dabei, also seit ich sie gehabt habe, war sie immer dabei. Das ist die Kamera. So zieht man die auseinander. So löst man sie aus und damit ist das Foto gemacht. Ist das wirklich der Koffer, mit dem Sie auch bei den Russen in der Kaserne waren? Genau, das ist dieser Koffer. Und da kann man sich auch im Nachhinein vorstellen, dass sich die sowjetischen Offiziere sicherlich sehr für diesen Inhalt interessiert hätten. Ich nehme an, nicht für den Inhalt, sondern eher für die Person. Ja, das geht dann einher. Die Größe oder ja, die Form und Kontur der Minox-Kamera wurde quasi nochmal getoppt durch eine noch etwas kleinere Kamera, die aber den gleichen Film enthält, durch eine sogenannte Acmal. Auch hier wissen die Fotografen und Hobbyfotografen, wie so etwas funktioniert. Also viel kleiner geht es fast nicht mehr. Ja. Zumindest nicht, was die damalige Technik hergegeben hat. So schlicht und einfach konnte Fotografieren sein. Ich meine, wenn ich das jetzt sehe, die gesamte Ausrüstung, dann bedarf es eigentlich nicht viel Fantasie, um zu sagen, also wenn man damals, als Sie zum Beispiel in der Russenkaserne waren, den Koffer geöffnet hätte, also am Einlass, dann wären Sie wahrscheinlich eingesperrt worden. Ist Ihnen das bewusst gewesen, oder? Ja, irgendwo konnte man damit rechnen, klar. Ne? Denn das ist quasi wie ein Filetstück in einem Haifischbecken. Ja, eben. Um es mal so abgewandelt zu sagen in dieser Form. Und das legt natürlich den Schluss nahe, dass man dann schon irgendwie tätig sein möchte, was den Interessen der Sowjetunion oder des anderen deutschen Staates zuwider gelaufen wäre.